Der letzte Highlander, hätte ich fast gesagt. Ihr habt einen Highlander flammneu lieferbar in Schwarz mit Vollausstattung. Ja, wo gibt es denn sowas noch? Ich grüße dich, Tobias. Ja, hallo Sven. Ja, wir haben noch einen ergattert, ein nagelneuer Toyota Highlander. Steht hier direkt verfügbar und unzugelassen. Das ist so, ja, es ist eine Besonderheit. Ihr seid autorisierter Toyota-Händler. Highlander im Moment echt schwer zu kriegen, dann mit einer tollen Ausstattung. Das sind Autos für den deutschen Markt, keine Reimporte aus irgendwie aus anderen Ländern. Wurde jetzt ganz neu, ich glaube im letzten Jahr für den deutschen Markt jetzt auch zugelassen, oder? Genau, ist ein nagelneues Fahrzeug und auch ein deutsches Fahrzeug natürlich. Wir haben hier gar keine EU-Import oder sonstiges. So, ja. Wichtig ist, auch jetzt größere Autos, hat ja lange gefehlt bei Toyota und mal so einen richtig großen SUV, den gibt es jetzt? Also es ist tatsächlich nicht der allergrößte. Wir haben nur noch den Land Cruiser, der ist noch ein bisschen seltener. Aber der Highlander ist so zwischen Rad und Land Cruiser dann angesiedelt. Ja, das Krasse ist, ich habe selbst bei euch keinen Land Cruiser mehr gesehen, die letzten 2 Jahre. Die sind kaum mehr auf dem Markt verfügbar, oder? Das ist ein seltenes Fahrzeug. Da haben wir aktuell leider eine Lieferzeit von bis zu einem Jahr. Aber natürlich kann man sie auch bestellen. So, komm mal mit. Das Ganze steht auf Diesel und Benzin? Ist ein Hybrid in dem Fall auch. Gibt es auch nur mit einem Hybridantrieb. Ist ein 4-Zylinder mit einer Systemleistung von 248 PS. Ja, der lädt sich selber auf, das ist das Coole. Das heißt, du brauchst keine Steckdose? Genau. Ich brauche keine Energie von außen zuzuführen. Das macht das Auto alles von selbst. Entweder beim Bremsen oder beim Ausrollen werden die Akkus hier geladen. Das ist ein Riesenauto. Wir haben noch ein extra Video davon gemacht, zusammen mit Peter damals, als er rauskam. Weißt du, da sind wir oben auf die Höhe gefahren, haben das ganze Auto mal gefilmt, verweise ich drauf. Vollausstattung heißt hier auch Vollausstattung. Also der hat, glaube ich, alles, oder? Genau, das ist eine Luxury, also die höchste von den 3 Ausstattungsvarianten mit dem Panoramadach und dann ist wirklich alles drin, was hier verfügbar ist. So, mach mal auf hinten, dass wir mal reingucken. Das Schöne ist, er hat alles, fängt an von der elektrischen Parkklappe, über, ich glaube, der hat sogar einen digitalen Spiegel, oder? Genau, digitaler Spiegel ist mit drin. Das Auto hat immer 7 Sitze, wie wir hier direkt sehen. Sag mal, wie geht das? Ganz schnell aufklappen, einfach hier an der Lasche ziehen. Ein GBL-Soundsystem. Er riecht schon Luxury. Ist das Leder, oder? Ja, schöner neuer Ledergeruch, hat was, gell? Er hat 7 Sitze. Die siehst du aber gar nicht, oder? Nee, also die kann man hier auch von der Neigung etwas variieren. Ansonsten, wenn ich sie umlegen will, einfach wieder nach vorne werfen. Und das war's. So, ein Kofferraum großer. Was ist hier? Hier haben wir noch ein bisschen Staumöglichkeiten, haben Sportwerkzeug versteckt und die Hutablage ist fest verstaut. Und das Auto hat ein Kofferraumvolumen um die 240 Liter. So, Hutablage ist fest verstaut. Das heißt also, wenn ich die 7 Sitze nutze, kann ich das zurückbauen. Habe selbst mit 7 Sitzen, mach mal gerade die beiden Sitze mal raus zusammen. Ja. So, das mal sehen. Einfach ziehen. So, ein bisschen zurück. Selbst dann habe ich noch einen Kofferraum wie auf jeden Fall größer als beim Aigo. Das ist so. Und hier sieht man das Ganze einfach vorziehen. Das ist natürlich toll. Wie steige ich denn hinten ein dann? Dann kann ich die vorderen Sitze einfach umlegen und kann dann halt reinkrabbeln. Ich kann die auch ein bisschen nach vorne machen, dass ich ein bisschen mehr Beinfreiheit habe? Nee, ist nicht möglich. Ist eine feste Sitzbank. So, das heißt, ich muss hier rein. Das geht aber, es ist gedacht für kleinere Personen hinten? Ja, es sind halt dritte Sitzreihe, sind also etwa ein Notsitz, aber es ist doch schön, dass sie da sind. Ja, es ist so. Also wenn man die große Familie hat. Komm, wir gehen mal gerade nach vorne. Zeigen mal gerade den Einstieg hinten. Das Ganze hat eine Tönung, das ist der absolute Hammer. Das ist der Einstieg. Das heißt, also wenn ich jetzt reingehe, kann ich ganz bequem hinten in die 6. und 7. Reihe, 6. und 7. Platz einsteigen. Ich habe aber 3-Punkt-Gurte jeweils, oder? Ja, klar, das sind 3-Punkt-Gurte ganz normal. Es sind hinten halt 2 Sitze, also der mittlere Sitz ist nicht mit einem Gurt versehen. Schlag mal einen hinten. Ich will mal gerade was gucken. Du bist ja jetzt das größte Exemplar im Autohaus. 1,90 Meter, glaube ich, hast du, oder? Nicht ganz 1,87, aber so Kopffreiheit ist immer noch gegeben. Ist ja krass, oder? Kann auf jeden Fall hier sitzen. Also dich würde ich jetzt nicht auf den Platz setzen, aber es würde technisch sogar, die Notrückfahrt von der Disco würde noch gehen, oder? Auf jeden Fall, besser als ein Kofferraum. So, und das ist tatsächlich, wir sind in der 3. Sitzreihe. Jetzt komm mal raus und steig mal ein in der 2. Sitzreihe. Also ihr kriegt ein echt großes Auto mit wirklich vielen Extras. Hier, guck mal, hier so Holzoptik. Das ist schön gemacht. Dann ist hier eine Verdunklung, ist inklusive hier im Fenster mit drin. Genau, also hat hier so ein Sonnenrollo mit drin, was man einfach ausfahren kann. Super schöne Holzoptik, wie du schon angesprochen hast. Hier ist halt die absolute Premium-Klasse von Toyota. Super schöne Verarbeitung. Die Sitzneigung kannst du noch verstellen, nach hinten, oder? Kann ich hier ein bisschen variieren. Ach, liegen kannst du auch? Das da war jetzt, glaube ich, hier ist das Maximum, ja. Das Maximum, okay. Du hast eine Mehrzonen-Klimaautomatik?
Genau, kann ich auch hier hinten in der zweiten Sitzreihe noch steuern, sogar mit einer Automatikfunktion. Ansonsten kann ich wählen, wo die Luft ausströmen soll. Das Fahrzeug hat hier oben nochmal Lüftung verbaut für die hinteren Passagiere. Und eine Sitzheizung in den hinteren beiden Plätzen ist auch mit dabei. Allrad? Allrad hat er auch drin. Allrad hat er auch? Ja, genau. Also ein SUV, ein echter Allrad-SUV. Intelligentes Allrad, jawohl. Ey, wie geil ist das denn? Komm, wir machen mal zu. Das heißt, wer das kennt, Toyota ist jetzt natürlich kein Auto, mit dem du jetzt in die Sahara fährst, aber so schlecht Wege, Allrad, zum Beispiel Wiese nass, kein Thema. Ja. Also sieht man auch schon allein, der steht ja hier auf dem Podest, das kommt auf der Kamera jetzt vielleicht nicht rüber, aber das Auto hat eine riesige Bodenfreiheit. Echter Allrad? Das ist ein echter Allrad, ja. So, die Rampenwinkel sind der Hammer. Guck mal hier vorne, du hast kaum einen Überhang und hinten ganz tolle Rampenwinkel, das heißt, der kann auch ein bisschen was, oder? Genau, also die meisten Autos müssen wir mal unterbauen, wenn wir hier aufs Podest möchten, aber der Highlander kommt da ohne Probleme drauf. So, der ist sofort lieferbar. Wir haben heute den 9. 9.06.2022. Oh, ich steige mal ein, komme auf die andere Seite. Er hat mich nämlich gerade angerufen. So, das ist jetzt ein Vorführer. Wie lange wollt ihr den noch behalten zum Zeigen? Nee, es ist ein Neuwagen, also... Nein, aber der soll ja hier stehen, damit die Leute einen sehen können und bestellen können. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will den unbedingt haben, würdest du ihn abgeben? Natürlich. Ja. Immer schweren Herzens, aber das Auto ist natürlich direkt verfügbar. So, ich zeig mal gerade, da oben ist ein Dach. Das kann man aufmachen? Ja, ich zeig's dir kurz. So, hier Der hat wirklich alles, oder? Ja. Komplette Vollausstattung. Also wir können entweder hier nur das Rollo öffnen oder dann gleich das Dach mit auffahren. Geil ist der digitale Spiegel. Das ist, wenn du den jetzt siehst und du hast zum Beispiel hinten zugebaut, der hat einen Monitor mit eingebaut, gell? Genau, ja. Mach mal. Soll ich dir mal zeigen? Ich kann bei dem Auto gerade nicht alle Funktionen zeigen. Da ist noch nicht alles angelernt. Das läuft da auch mit drüber. So, der ist noch knatschneu, oder? Ja, also er zeigt auch jetzt hier vorne ein paar Fehlfunktionen an mit dem Bremsassistent und sowas. Das muss halt erst bewegt werden, das Auto, und alles angelernt werden. So ist das. So, Automatik ist mit drin. Das Auto geht richtig gut aufgrund des EV-Modus. Das heißt, der Elektromotor und der Benzinmotor arbeiten zusammen. Der ist sehr sparsam. Zeig mal die WLTPs. Also für die Fahrzeugklasse Auto hat 7,1 Liter und das ist WLTP, Kinder. Also man kann das Auto mit 7 Litern fahren. Ist auf jeden Fall machbar. Mit den alten Vorführwagen mal eine längere Strecke gefahren und 7,5 Liter sind hier drin. Nicht wundern, hier ist eine Leistung von 140 PS aufgeschrieben. Das ist jetzt aber rein der Verbrennungsmotor. Die Systemleistung kommt auf 248, wie schon erwähnt. Ja, 250 Pferde fast. Nee, ist abgeriegelt. Nein, 250 Pferde. Ach, Pferde, ja. Pferde. So, Sitzheizung hat er mit drin, Sitzkühlung auch. Genau, Sitzheizung, Sitzkühlung, Klimaautomatik ist selbstverständlich bei dem Auto. Ansonsten haben wir hier vorne, was bei Toyota sonst nicht immer so ist, sage ich mal, die ganzen Klimaoptionen noch mal im Bildschirm hinterlegt. Wir haben ein JBL Premium Soundsystem. Ich hätte ja fast gesagt ruhig brauner, aber der ist so voll. Also, sag mal, das ist doch eigentlich ein Auto für den amerikanischen Markt. Das ist ja schon so ein kleiner, so eine S-Klasse so ein bisschen, oder? Von der Ausstattung? Ja, der kommt tatsächlich auch vom amerikanischen Markt. Also ja. Die Größenverhältnisse sind bei uns ja eher untypisch, schon ein riesengroßer SUV. Wir haben hier eine Länge von 4,96 Meter und eine Breite von 1,90 Meter. Das ist natürlich schon sehr groß. Gut, für amerikanische Verhältnisse immer noch ein kleines Auto, ja, muss man sagen. Aber für deutsche Verhältnisse ist das ordentlich. Aber Länge von dem Auto? 4,96 Meter. Also unter 5 Meter kriegst du immer noch einen Parkplatz. Höhe? Höhe sind, glaube ich, 1,75 und Breite 1,90. Gott, das ist cool, weil man zahlt, glaube ich, ab 1,90 Meter zahlt man in Frankreich mehr Maut. Okay. Ja, wenn du drunter bist, dann wird es günstiger. Ja, volle Hütte, voll digitales Display in der Mitte. Übrigens, dass das hier jetzt so ein bisschen spiegelt, das ist in echt gar nicht so spiegelnd. Es kommt leider nicht rüber. Ja, mach mal zu, das Dach. Ey, die gefällt mir schon gut. Super schönes Auto. Preis, was kostet er? Also das Auto hat eine UPE von etwa 66.500 € in der Vollausstattung, wie wir ihn jetzt hier haben. Also sprich auch mit dem Panoramadach. Und dann kann man natürlich individuell immer ein Leasing rechnen oder sonstiges. Ist Rabat ist ein Ort, wahrscheinlich in Afrika, oder? Da kann man schon ein bisschen was machen am Preis. Gut. Also ruft ruhig an, Tobias Klein, da ist noch ein bisschen was drin, was wir machen können. Aber cool ist, ihr habt eine coole Farbe gewählt, schwarz, so hätte ich ihn auch bestellt. Riesen Panoramadach. Gibt es irgendwas, was hier fehlt bei dem Auto? Nee. Ist alles drin, was geht. Voll. Voll. Und sauber. Und sauber, ja. Das ist so.
Das übrigens von einem Original Toyota-Vertragshändler, nicht irgendeinem, sondern einer der ältesten Toyota-Vertragshändler Deutschlands. Ihr macht das Ganze wirklich schon ewig. Autohaus gibt es schon seit 60 Jahren. Ich glaube, Toyota habt ihr seit 50, oder? Seit 40 Jahren. Also mein Großvater und sein Bruder haben damit schon angefangen. Mein Vater dann weitergeführt, das war glaube ich 70er Jahre und jetzt sind wir seit 40 Jahren Vertragshändler. Er gefällt mir echt saugut. Also ich bin richtig traurig. Ich muss aber sagen, ist ein anderes Auto. Ich fahre jetzt zurzeit einen kleinen Sportwagen, so eine Sportsemmel, aber hier ist gemütliches Cruisen, glaube ich, angesagt, oder? Ja, gemütliches Cruisen. Das Auto ist auch sehr laufruhig, muss man dazu sagen. Also da ist die Premium-Klasse, ist super Geräuschdämmung. Der Elektromotor, wenn man bis 50 km/h elektrisch fährt, davon hört man auch gar nichts. Ist einfach ein super angenehmes Fahrgefühl. Was ganz krank ist, ist das Verhalten in der Werkstatt. Also gerade bei Hybriden, die seht ihr fast nie in der Werkstatt, weil die Bremsen geschont werden durch den, ich sag mal, Elektrobremsen. Du hast die Automatik, die, ich sag mal, Elektro unterstützt ist. Das heißt, alles, was Drehmoment kostet und aufs Material geht, macht der Elektromotor, oder? Genau, und auch alles, was irgendwie jetzt von der Kraftübertragung her im Getriebe vielleicht Verschleiß hervorrufen könnte, die Probleme haben wir nicht. Toyota baut die ganze Geschichte seit 20 Jahren, hat ein stufenloses Getriebe, was mit dem Drehmoment super hinkommt. Also Reparaturanfälligkeit bei den Fahrzeugen von der Hybrideinheit fast null. Sag nochmal gerade den Verbrauch. Das sind echte, ich komme da ja nicht drüber weg. Das heißt, in der Stadt verbraucht er weniger als auf der Autobahn. Ja, tatsächlich, weil da können wir halt den Elektromotor ins Akku am besten nutzen. So, ich zeige es nochmal. Highlander Luxury, das ist WLTP, das heißt, die Werte sind ganz nah an der Realität. 7 Liter, das schaffe ich mit meinem Auto nicht. Das kann ich euch sagen. Also bei 20.000 Kilometer Laufleistung 1.831, aber ich glaube, die Werte sind noch ein bisschen Kraftstoffpreis von 1,29 €. Ja, das könnte man anpassen. Das könnte man langsam mal anpassen, oder? Aber das kann ich leider nicht anpassen. Das ist in der Software, gell? Genau, ja. Okay, so ist es. Aber denkt dran, 7 Liter ist, glaube ich, eine Ansage bei, was wiegt der hier? Gute 2 Tonnen? Ja, der hat gute 2 Tonnen. Okay, komm, wir steigen aus. Dann machen wir ein bisschen Werbung, wo man den kriegt. Also genau der ist da. Und ruft bitte nicht an wegen einer anderen Farbe, den müsste man dann folieren, würde ich sowieso empfehlen, so ein Auto, wenn man den im harten Geländeeinsatz hat, was man ruhig machen kann hiermit, so als landwirtschaftliches Auto oder egal was, ruhig mal folieren lassen oder die ich sag mal, wichtigsten Teile, es lohnt sich immer. Ich kann den bar zahlen, ich kann den finanzieren. Wir sind in Saarlouis, wo liegt denn das? In der Saarlouis direkt in der Wallerfanger Straße 102, direkt an der Hauptstraße gelegen. So, Autohaus Klein GmbH seit 40, gell? 40 Jahren. Seit 60 Jahren, seit 40 Jahren Toyota-Händler und der ist direkt da. Zumindest mal heute am 9. Juni 2022. So, das ist noch die Mailadresse bzw. Internetadresse. Tschüss. Ciao.